Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir und euch zusammen zu sein. Wir möchten euch die Verdichtung noch einmal vor Augen führen, die euch möglich ist und zu der ihr immer wieder aufs Neue eingeladen werdet. Der Mensch inkarniert in die Verdichtung hinein. Die Seele inkarniert in das Menschsein hinein durch Verdichtung. Das ist, wie die Erfahrung auf Erden möglich ist. Der Sinn und Zweck dessen ist, dass selbst in der Dichte das Sein wahrgenommen wird. Es geht nicht darum, die Dichte als Erfüllung zu empfinden, es geht darum, in der Dichte die Erfüllung zu empfinden. Dein Inkarniertsein also ist das Erlauben der Grenzenlosigkeit in der Begrenztheit. Du kannst es dir vorstellen wie ein Gefängnis. Wenn du ins Gefängnis gebracht wirst, kannst du dich auf die Mauern konzentrieren und fühlst dich begrenzt, fühlst dich eingeschränkt. Konzentrierst du dich jedoch auf die Freiheit, die in dir ist, so bist du, oh, weit freier. Denn jener Mensch, der sich durch seinen Alltag hindurch gezwängt und gedrängt sieht, der sich in der Verantwortung für dies und für das sieht, in diesem scheinbaren Gefängnis bist du frei zu sein. Und ebenso verhält es sich mit dem Körper. Du bist frei zu sein in deinem Körper. Du kannst dich auf die Mauern konzentrieren, kannst dich auf den Körper konzentrieren, kannst dich auf deine Umgebung konzentrieren und auf all das, was dir nicht erlaubt, du selbst zu sein. Wir sagen jedoch, du selbst erlaubst dir, du selbst zu sein oder nicht du selbst zu sein. Konzentrierst du dich auf das Gefängnis, was du Körper nennen magst, auf den Körper, den du Gefängnis nennen magst, so fühlt es sich unfrei an, so fühlt sich deine Begrenztheit wie etwas Ungewolltes an. Konzentrierst du dich jedoch auf dein Sein, so fühlst du keine Begrenztheit durch den Körper, du fühlst, dass du diesen Körper ausfüllen kannst mit der Grenzenlosigkeit. Das ist, wozu wir dich einladen, wozu wir dich ermutigen, die Grenzenlosigkeit in jeder noch so dichten Form zu fühlen und mit deinem Körper, mit deinem individuellen Menschsein zu beginnen. Beginne dich selbst wahrzunehmen, dich selbst wahrzunehmen jenseits deiner Individualität, ohne deine Individualität zu verleugnen. Beginne die Individualität als Geschenk wahrzunehmen, die Begrenzungen als ein Geschenk, das dir erlaubt, das Wasser zu halten, das Bewusstsein zu halten in diesem Gefäß, dem Gefäß des Körpers. Es ist eine intensivere Erfahrung, die du dadurch hast, frei von Wertung. Es ist eine Erfahrung, eine intensive Erfahrung des Seins in Form. Du möchtest erfahren, wie es ist, in der Form sich nicht begrenzt zu fühlen, sondern in der Form zu wissen, dass du doch alles bist, was du bist, grenzenlos, unbegrenzbar und doch in jeder Form haltbar. Du hältst dich in deiner Form, solange es dir gefällt. Dies ist eine Freude, indem du dich in der Form hältst, durch die Form hindurch bist, lässt du diese Form sein, hältst die Form in ihrer Formhaftigkeit und kannst dich an der Form freuen, an deinem irdischen Leben freuen. Wir ermutigen dich, dich an deinem irdischen Leben zu freuen. Der Mensch, wenn er in sein Menschsein kommt, ist im Seelenbewusstsein, im Bewusstsein, dass er nicht begrenzt ist. Und so fühlt er diesen Körper zunächst auf ganz andere Weise, nimmt seine Umgebung nicht so klar, nicht so dicht wahr wie zu späterer Zeit. Der Mensch, wenn er geboren wird, muss sich erst daran gewöhnen,
wie es ist, die Dichte als real anzuerkennen, für real anzunehmen. Wenn du in die Augen eines Babys schaust, welches neu geboren ist, so siehst du das gesamte Universum. Du stellst fest, dass der Blick nicht fokussiert auf die Dinge, auf die Dichte ist. Der Blick blickt. Im Laufe der Zeit lernt diese inkarnierte Seele, dieses Wesen, lerntest du, lernt jeder, nahezu jeder, der Verdichtung Wert zu geben und sich auf sie zu konzentrieren, sie zu fokussieren, beide Augen auf sie zu richten. Eine Verdichtung zu kreieren. Dies ist eine Wahl, die kollektiv getroffen wird, eine Wahl, die das Menschsein in sich trägt. Dieses Verdichten hilft dir, die Erfahrung vollkommen zu machen, die Erfahrung des Informseins. Diese Verdichtung erlaubt dir selbst zu entscheiden, ob du mehr das Getrenntsein erleben möchtest oder dich aus dem freien Willen heraus im noch so Getrenntsein doch zu fühlen, was du bist, dass du alles bist, was ist und somit unbegrenzbar bist. Alles, was ist. Die Entgrenzung ist selbstverständlich, solange du in ihr bist. Gerätst du jedoch in die Begrenzung, kannst du die Entgrenzung besser schätzen. Nicht ohne Grund zwängt sich der Mensch in allzu viele Situationen, in allzu viele Wohnungen, in allzu viele Wände und Beschränkungen. Nicht, weil er diese am besten findet, jedoch weil er es liebt, den Unterschied zwischen der Begrenztheit und der Freiheit wahrzunehmen. Er liebt es, die Freiheit über ihr Gegenstück wertzuschätzen. Der Mensch, wenn er inkarniert, er möchte ganz erfahren, ganz erleben, wie die Verdichtung, die Dichte, die Dreidimensionalität fühlt, wie sie sich anfühlt, wie es wäre, wenn man nur das wäre. Und so wird das Spiel gespielt, das Spiel der Abhängigkeit von der Dreidimensionalität, von der Nahrung, der physischen Nahrung, von den dreidimensional geformten Eltern, der Fürsorge in menschlicher Form. Der Mensch geht durch das, durch andere verantwortet werden, durch andere Formen in Form gehalten werden. Er gewöhnt sich daran, dass die Form der Form bedingt und kommt bald zu dem Glauben, dass das Sein der Form bedarf. Abhängig von den Läufen und der kollektiven Übereinstimmung im Massenbewusstsein, wie die Stationen des Lebens, wie die Phasen des Lebens laufen, wie früh einem Kind etwas zugemutet wird und es auf eigene Beine gestellt wird. Abhängig davon fällt der Mensch auf seine Füße zurück. Er fällt zurück in seine Eigenverantwortung.
Der Mensch, der spürt, dass seine Eigenverantwortung begrenzt ist, wenn er sich versucht, selbst zu versorgen. Dieser Mensch findet in die höhere Verantwortung, die Selbstverantwortung, die Verantwortung, die nicht in einer anderen Form liegt für ihn, die nicht in seiner eigenen Form liegt für ihn, die Verantwortung, die im Höchsten liegt für ihn. Es mag so scheinen, als ob das Baby der physischen Eltern bedarf, um überleben zu können. Und ja, in den allermeisten Fällen ist es so. Warum? Weil die Form mit der Form spielt und ohne das Spiel die Formhaftigkeit keinen Sinn ergibt. Aus der höchsten Perspektive betrachtet jedoch bedarf es einzig und allein der Liebe, um etwas in Form zu halten, in Form zu bringen, um etwas zu wandeln oder sein zu lassen. Jedes Wesen ist voll lebensfähig, wenn Liebe durch es durchfließt. Das Vergessen der Liebe, welches durch das Abgetrenntsein leicht geschieht, das lässt die Form zerfallen, denn sie hat vergessen, was sie ist. Sie hat ihre Essenz vergessen. Und ohne die Essenz kann sie nicht existieren. Und so zerfällt sie in das, was weiß, was es ist. Die Erde, eine andere Beschaffenheit. Sie löst sich auf in Luft, in Wasser, in Geist, in Bewusstsein. Die Form, sie wandelt sich. Sie geht nirgendwo hin und doch ist sie anders als zuvor. Wir sagen, es mag so scheinen, als ob der Mensch zunächst in die Verdichtung geht, um sich dann daran zu erinnern, dass er sich entdichten kann. Dies jedoch ist etwas kollektiv Geschaffenes. Es ist eine Erfahrung, die der Mensch haben wollte. Der Mensch hat kollektiv entschieden, dass er herrschen will, sich beherrschen will, er kontrollieren will, sich kontrollieren will, die Harmonie kontrollieren will, Harmonie herstellen möchte über sein Zutun, seine Kontrolle. Auf diese Weise ist die Zweiteilung des Lebens entstanden, bei der nicht jeder Mensch den zweiten Teil erreicht, nicht ganz jeder Mensch im ersten Teil verankert ist. Global, kollektiv gesehen jedoch kann das menschliche Leben derzeit so betrachtet und beschrieben werden, dass der Mensch zunächst in die Verdichtung geht, in der er sich nicht fühlt als das, was er ist, und an der Form festhält und der Abhängigkeit der Form von der Liebe anderer, um in seiner Form zu bleiben. Und erst dann, wenn er all diese Erfahrungen des Getrenntseins gemacht hat, des Abhängigseins von anderen, sich in die Möglichkeit begibt des Erinnerns, des Zulassens, des Erlaubens seiner Essenz. Er hat dann nicht mehr das Gefühl, etwas zu verpassen, hat nicht mehr das Gefühl, etwas zu müssen, hat nicht mehr das Gefühl, abhängig sein zu wollen. Er hat von der Sorglosigkeit des durch andere Genährtseins in der Form gekostet. Er hat das, was er in seiner Göttlichkeit immer fühlt und weiß und automatisch lebt, nämlich das nur vom Göttlichen abhängen, nichts tun müssen, auch in der Form erlebt. Er hat erlebt, dass er versorgt wird von äußeren Formen,
von seinesgleichen, dass er sich nicht sorgen und kümmern muss. Mancher Mensch sträubt sich dagegen, diesen Umstand zu verlassen, geht in den Widerstand gegen das Selbstverantwortlichsein, gegen das nicht mehr von äußeren Formen immer wieder in die Form gebracht werden. Der Mensch hat seine Wahl, seinen individuellen Lebensweg. Wir sagen, für jetzt ist es von Wert, dass der Mensch all diese Phasen durchstreitet, die ihn fühlen lassen, wie es ist, sich mit der Materie zu identifizieren, ohne zu wissen, wie die Materie sich erhält und wie sich das Individuum, dieser Mensch, diese in Form gegossene Seele sich in dieser Form erhalten kann. Der Mensch hat bewusst einen Ablauf gewählt, bevor er sein Bewusstsein dafür verloren hat, dafür hergegeben, weggegeben hat, um ganz in der Erfahrung zu sein. Der Mensch hat bewusst gewählt, in der Form zu erleben und von der Form vom Außen unterstützt zu sein. Dies ist keine Notwendigkeit und wir wiederholen, dies ist keine Notwendigkeit. Der Mensch kann existieren, genährt von der Liebe allein, wenn er die Liebe des Göttlichen nicht vergisst, wenn er sie fühlt und wenn er sein Sein im Wert, unabhängig von allem drumherum, weiß. Vieles ist im Wandel und so wandelt sich auch hier vieles. Was wir dir und euch sagen möchten ist, dass die Zuständigkeit für andere Lebewesen, für andere Menschen, wir sagen für andere Lebewesen, die Verantwortlichkeit, das tun müssen für jene, die nicht selbstständig sind, sich wandelt durch dich, durch euch, indem sich euer Bewusstsein dahingehend verwandelt, dass ihr wisst, dass nicht das Tun die Liebe in sich trägt, dass die Liebe selbstergießend ist, dass die Liebe nährend ist, so wie sie ist. Sie muss nicht in Form gebracht sein, um empfangen zu werden. Konkret gesprochen bedeutet dies, dass ihr mehr und mehr erfahren werdet, mehr und mehr eingeladen seid zu üben, dass ihr nicht durch Handeln die jüngere Generation, die jüngeren Menschen, die noch nicht eigenständigen, eigenverantwortlichen Menschen unterstützen müsst, dass eure Erhaltung dieser Formen, euer Beitrag zur Erhaltung dieser Formen, dieser Menschen in der Liebe und einzig in der Liebe ruht. Es fehlt dem Menschen am Vertrauen in die unsichtbaren Dinge, am Vertrauen in die Kraft der Liebe. Liebst du dein Kind, ohne es zu sehen, so nährt sich das Kind an der Liebe, von der Liebe. Es fühlt die Nahrung und es fühlt seine Existenz, Relevanz. Es fühlt, dass seine Form mit Liebe durchflossen wird und damit die Form erhalten bleibt. Du kannst ebenso die Form erhalten, indem du immer wieder an ihr festhältst, sie immer wieder äußerlich besorgst, versorgst, umsorgst, dich um sie sorgst. Es ist nichts damit falsch. Es ist eine Form des Sorgens, die dir erlaubt, die Liebe dichter fließen zu lassen,
fühlbarer fließen zu lassen, für dich fühlbarer fließen zu lassen. Jedoch möchten wir dich und euch dazu ermutigen, die Verantwortung aus der dichten Form heraus in den Fluss der Liebe zurückzulassen. Auf diese Weise kannst du für weit mehr Wesen in der Verantwortung sein, ohne die Verantwortung zu übernehmen. Du bist in der Verantwortung als die Göttlichkeit, die du bist, ohne individuell dich für diesen Menschen aufzuopfern, herzugeben, deine Form diesem Menschen unterzuordnen. In einem Alltag, in dem viel um dich herum ist, was viel von dir will, was viel von dir erwartet, was dich okkupiert, vereinnahmt, nicht ruhen lässt, von dir dies und das verlangt. In einem solchen Umfeld ist das Bewusstsein, dass dein Beitrag der Liebe vollkommen ist und vollkommen ausreicht, von großem Wert. Mit diesem Bewusstsein kannst du anerkennen, dass du alles stehen und liegen lassen kannst, dass du nicht gezwungen bist in diese Situation, dich nicht halten musst in dieser Situation, dass du frei bist zu gehen, physisch oder nur innerlich. Es spielt keine Rolle. Und doch ist es leichter, dich physisch aus diesem Feld heraus zu bewegen. Es ist leichter, da du dann nicht all den Angeboten ausgesetzt bist, die dich dazu einladen, die Form mit deiner Form zu unterstützen, mit deiner formhaften Liebe zu verantworten. Bewegst du dich aus diesem Feld heraus, das will, das von dir will, das verlangt, das von dir verlangt, so spürst du dich selbst wieder mehr. Spürst wieder, dass deine Liebe in dir ruht und nicht einer bestimmten Form bedarf. Dass deine Liebe dich niemals dazu drängt, dieses oder jenes zu tun, dir niemals suggeriert, dass wenn du es nicht tätest, die Welt unterginge oder das Leben für andere schlecht würde. Du fühlst, dass deine Liebe mehr ist als jedes, das du in Form geben kannst, und gelangst auf diese Weise in die Fähigkeit, wieder zu fühlen, wieder zu lieben, wieder zu sein, wieder zu leben, statt nur den Prozessen des Alltags und den Erwartungen nachzugehen, nachzugeben. Das Geben wird oft missverstanden als etwas, wo ein Teil von sich aufgeopfert wird für etwas anderes, wo etwas weggegeben wird. Das wahrhafte Geben, es ist ein Fließen lassen, es ist ein Durchlassen, es ist eine Stabilität, die du gewinnst, indem du fließen lässt. Es ist, als würde die Lichtsäule, die zerfällt, wenn das Licht nicht mehr fließt, sich nicht mehr auf Lichtgeschwindigkeitsweise bewegt, fortwährend strömt. Es ist, als würde dein Sein gestärkt durch die Liebe, die fließt. Und genau so verhält es sich. Dein Sein wird gestärkt durch deine Liebe. Das Sein aller anderen wird dir gestärkt durch deine Liebe. Das Geben bedeutet, diese Liebe frei fließen zu lassen, nicht festzuhalten, nicht zurückzuhalten, keinen Verlust zu empfinden
zu vermuten oder zu befürchten, wenn du gibst. Das wahrhaftige Geben ist das Leben, das Durchströmen lassen der Liebe. Die Stabilität, die du darin findest, ist mächtig, ist allerfüllend, lässt dich unbesiegbar sein in deiner Göttlichkeit. Wir möchten nun darauf eingehen, wie der Mensch, das Individuum, das es schon gewohnt ist, bei sich zu sein, sich nicht zu sehr im Außen zu verlieren, damit umgehen kann, wenn das Außen im Außen ist, wenn das Gegenüber im Außen ist und sich mit allem befasst, inklusive mit dir, mit dem Individuum, welches in sich ruht. Wenn das Gegenüber sich mit allem befasst und rastlos ist und die Welt betrachtet, ohne in sich selbst zu ruhen, ohne sich selbst zu betrachten. Wir wissen, dass solche Situationen herausfordernd sein können. Wir wissen, dass dies bald jeden erwartet, der das in sich Ruhen mehr und mehr etabliert und doch in der Welt bleibt, umgeben von Menschen, die es lieb meinen, umgeben von Liebsten im Alltag. Wenn das Außen im Außen ist und du darauf reagierst, führt es dich ins Außen, zieht es dich ins Außen und du ruhst nicht mehr in dir. Diese Erfahrung kann jeder machen, der in sich ruht und in seinem in sich Ruhen eingeladen wird, für einen Moment nur sich auf ein anderes Spiel einzulassen. Das in sich Ruhen also bedeutet, weiterhin in sich zu ruhen, dem anderen mit Liebe zu begegnen, ohne auf sein Spiel einzusteigen, ohne seine Einladung anzunehmen. Das in sich Ruhen bedeutet, liebevoll das Spiel des anderen zu erlauben, ohne es zu werten, weder geistig noch verbal. Das in sich Bleiben bedeutet, die Wahl des anderen als vollkommen anzunehmen und zu sehen, dass also selbst im in sich Ruhen es möglich ist, durch einen anderen nicht in sich zu ruhen. Das in sich Ruhen bedeutet damit, im Frieden zu sein. Von außen betrachtet könne man es wie eine neue Stufe bezeichnen. Wenn du es geschafft hast, in dir zu ruhen, so begegnen dir all jene Dinge, du kannst sie Trigger nennen, die in der Lage dazu sind, dich aus deinem in dir Ruhen heraus zu katapultieren. Einer der stärksten Trigger, eine der größten Einladungen ist, anderen zu helfen. Jetzt, da du in dir ruhst, kannst du anderen helfen, in sich zu ruhen, kannst ihnen beibringen, wie sie in sich ruhen können. Und noch bevor du es für dich versiehst, ruhst du nicht mehr in dir, sondern in dem anderen. Und ruhst nicht in ihm, denn du willst ja etwas tun für diesen anderen. Willst ja, dass er sich verändert, dass er in sich ruht. Und so ist aus deinem in dir Ruhen ein Aktivismus für den anderen geworden. Du bist aufgesprungen von deiner in dir ruhenden Stätte und versuchst, dein Gegenüber zu bändigen, damit es doch endlich auch in sich ruhen möge. Das in sich Ruhen ist ein Feld, das sich ausdehnt. Dieses Feld hat eine Frequenz und diese Frequenz überträgt sich auf jeden, der in diesem Feld ist. Je dichter die Trennung
die Formhaftigkeit, die Verdichtung, der Widerstand desjenigen in diesem Feld, desto unwirksamer, unsichtbarer im Außen diese Frequenz des Feldes. Richtet sich das Feld jedoch nach dem, der darin ist, um ihm zu helfen, so wird das Feld selbst zu dem, was derjenige ist. Es mag sich grob anfühlen, grob anhören, wenn wir sagen, dass deine Macht, deine Kraft darin liegt, in dir zu verweilen, in dir zu ruhen, deine Frequenz nicht zu verlassen, nicht dem anderen zu helfen, welches ein dem anderen entsprechen ist, welches ein sich in die Frequenz des anderen hinein vibrieren ist. Das sich in andere hineinfühlen wird in der Gesellschaft, in der du bist, großgeschrieben. Und so empfindest du es als etwas Wunderbares, als eine Gabe, die du hast, dich hineinfühlen zu können, Empathie empfinden zu können. Es ist eine Gabe, empfinden zu können, wie andere empfinden. Es ist eine nicht beherrschte, eine nicht auf für dich und die anderen zuträglich angewendete Gabe. Wenn du dich mit dieser Gabe selbst ausgibst, verausgabst. Das Feld, das sich verändert, hinterlässt sein Feld nicht. Es hinterlässt ein verändertes Feld, denn es ist ein verändertes Feld. Wir laden dich dazu ein, über das Verändern der anderen hinauszugehen, über das Verändern wollen, das anderen helfen wollen, hinauszugehen. Wir laden dich dazu ein, über das dich von der Starrheit der anderen gestört zu fühlen, hinauszugehen. Wir laden dich dazu ein, dich zu fühlen als die Liebe, die du bist, selbst durch die Starrheit hindurch. Wir laden dich dazu ein, die Starrheit nicht zu bewerten. Auf diese Weise bist du nicht im Widerstand zu dem, was Widerstand hat, Widerstand ist. Du erlaubst es in deinem Feld, lässt es Teil sein des Feldes der Harmonie und bist somit in deiner Frequenz des Seins, des in dir Ruhens, der Liebe, der Harmonie, der Vollkommenheit. Es ist ein tägliches Üben. Und jedes Üben, was eine grundlegende Veränderung zu dem automatisierten Verhalten ist und bewirken soll, wird am besten dann geübt, wenn du dich nicht in einer Extremsituation befindest. Wird am besten dann geübt, wenn alles leicht ist, wenn es nicht viel braucht, wenn es einfach umzusetzen ist. Übe also dein in dir ruhen, wenn nichts ein nicht in sich ruhendes in deinem Feld ist. Nutze die Gelegenheiten, in dir zu ruhen, in den Nicht-Extremsituationen. Je mehr du deine Grundlage für dein Sein automatisiert hast, normalisiert hast, als selbstverständlich etabliert hast, desto weniger lässt du davon ab, lässt dich irritieren, lässt dich in Frage stellen, stellst dich in Frage und bist bereit,
deinen Posten, dein Feld zu verlassen, unter anderen Umständen, extremeren Umständen. Ähnlich verhält es sich mit den Situationen, in denen dein Rat nicht gewünscht ist, in denen dein Sehen nicht gewollt ist, in denen du weißt, was zu tun ist, was notwendig ist, damit das, was gewünscht ist von dir, vom Gegenüber, von allen, das, was in Harmonie ist, was du als selbstverständliche Harmonie siehst, jeder als selbstverständliche Harmonie sieht, geschieht. Wenn du siehst, was zu tun ist und es adressierst, dein Gegenüber dafür jedoch nicht offen ist, so sagen wir, gratuliere dir. Du bist dann in einer Phase, du bist alsdann in einer Phase, in der du üben kannst, die göttliche Perspektive einzunehmen. Die Macht des Göttlichen, der Liebe ist, still zu kommunizieren. Auf eine Weise zu kommunizieren, dass die Form empfängt, was sie tun kann. Sie bekommt nicht den Willen übergestülpt, den göttlichen Willen übergestülpt. Sie bekommt die Inspiration im Herzen. Sie bekommt den Gedanken, den Hinweis, den Funken als Handlungsanweisung. Sie empfängt oder empfängt nicht, gemäß ihres Offenseins für diese inneren Impulse. Sie handelt nach dem Empfangenen oder handelt nicht nach dem Empfangenen, gemäß ihrer Bereitschaft, sich auf das Nicht-Sichtbare einzulassen, dem Nicht-Sichtbaren zu folgen, sich dem Göttlichen zu ergeben oder eben nicht und aus dem Selbst handeln wollen. Nein, ich handle aber so, wie ich es will, weil ich den freien Willen habe und als getrenntes Wesen selbst für die Harmonie sorgen will. Aus diesem Bewusstsein kann das Individuum die stillen Impulse ablehnen, sie nicht in die Handlung bringen, selbst wenn sie empfängt. Wenn wir sagen, solche Situationen erlauben dir, dein Gottsein zu üben, so referieren wir darauf, dass du als Gottbewusstsein, als Allbewusstsein, als Liebefrequenz nicht über Form handelst, nicht über Form wandelst, nicht über Form wirkst. Einzig und allein über die Frequenz findet deine Einladung statt, deine Kommunikation statt, die Kommunikation des Göttlichen. Du machst auf diese Weise die Erfahrung, dass mancher dich in den Wind schlägt, das höhere Bewusstsein in den Wind schlägt, die Harmonie in den Wind schlägt, das Einssein in den Wind schlägt. Du kannst jedoch auch wahrnehmen, dass dies eine Entscheidung des freien Willens des Gegenüber ist, nicht etwas, das du verpasst hast. In dem Moment, in dem du merkst, dass es Widerstände gibt vom Gegenüber, kannst du erlauben, dass das Gegenüber seine Erfahrungen macht, so wie es selbst es wählt. Und übst dich darin nicht zu werten, übst dich darin nicht zu bewerten, wie der Mensch wählt, nicht zu verurteilen, dass der Mensch nicht immer das wählt, was als Harmonie empfunden wird, was offensichtlich Harmonie ist, dass der Mensch immer wieder den Schmerz, die Trennung, die Abgrenzung wählt, immer wieder wählt zu leiden, statt in der Harmonie aufzugehen, die Impulse abzulehnen, die aus der Göttlichkeit, aus dem Zusammenspiel von allem kommen,
und sich stattdessen auf einsamen Posten durchzukämpfen. Du kannst dies betrachten, kannst dies beobachten und kannst es sein lassen, ohne es zu bewerten. Kannst sehen, dass auch du selbst dieser Mensch bist und nicht davon frei bist, die Impulse, die Einladungen des Göttlichen zu überhören, nicht anzunehmen, nicht in Handlungen umzuwandeln. Du kannst verstehen, du kannst sehen, du kannst erlauben, dass die Dinge geschehen. Und wenn du fühlst, dass dies jetzt etwas ist, das dir selbst am Herzen liegt, so wirst du dich nicht übergehen, wirst dich nicht unterordnen, sondern wirst dich selbst ausdrücken, denn du hast den Impuls aus dem göttlichen Bewusstsein erhalten. Du wirst ihn nicht unterdrücken, um anderen zu gefallen oder um andere nicht zu stören in ihrer Getrenntheit, ihrer Isoliertheit. Du folgst den Impulsen, doch du drängst keine Impulse den anderen auf. Dies gilt es für dich, für euch zu beobachten, denn es ist nicht selbstverständlich, unterscheiden zu können, welches ist ein göttlicher Impuls und welches ist ein, wir nennen ihn menschlicher Impuls, ein Impuls, der aus der Wirksamkeit, dem Mitwirken wollen an der Harmonie kommt. Vertraust du darauf, dass alles Vollkommenheit ist, so brauchst du diese Vollkommenheit nicht herzustellen. Du brauchst nur nach dem zu handeln, was dir innerlich klar als Handlungsimpulse gegeben wird. Indem du diesem folgst, übst du dich in der Gleichgültigkeit gegenüber den Reaktionen darauf. Wir bestärken dich darin, dich zu fühlen als alles, was ist. Deine Wahl von Individualität und Menschsein zu genießen, auszukosten, voll zu leben, im Bewusstsein von dem, was du bist, nicht abgetrennt davon. Wir ermutigen dich immer, immer und immer wieder in der Kommunikation mit dem Göttlichen zu sein, fortwährend, Moment für Moment und immer, wenn du daran denkst, immer wenn es dir gelingt. Wir ermutigen dich, den göttlichen Impulsen, den Allbewusstseinsimpulsen, die in dir ruhen, die aus dir sprudeln, die dich inspirieren, zu folgen, ihnen immer Raum zu geben, auf sie zu hören und in allem anderen loszulassen, sein zu lassen, zu sein, zu vertrauen, in dir zu ruhen, den Dingen ihren Lauf zu lassen, deinen Aktivismus sein zu lassen und aus dem Sein heraus die Impulse zu empfangen, aus dem Höchsten. Du kannst dich immer und immer wieder zurückrufen in die Kommunikation mit dem Allbewusstsein, mit dem Höchsten, mit Gott, mit der Liebe, mit der Quelle, mit deiner Essenz, deinem Sein, dem weit über alles hinausgehenden, das alles ist. Du kannst dich immer auf diese Kommunikation mit diesem Allen, Allbewusstsein zurückrufen und wirst auf diese Weise immer geführt und hast genug, dem du folgen kannst, fühlst dich nicht mehr in der Überverantwortung und wählst das Leben. Oh, wir danken dir, wir danken dir, wir danken euch. Wir sind die Liebe, die alles ist. Wir sind das Licht, das dich durchfließt. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.